Welches Zubehör für den Hochdruckreiniger ist sinnvoll und welches ist mein Lieblingsgadget? Darum geht es in diesem Video. Wie du vielleicht weißt, wurden wir von der Firma AWA angesprochen, ob wir nicht mal deren Hochdruckreiniger testen wollen. Das haben wir getan und dazu auch schon ein Video gedreht. In diesem Video möchte ich mal ein bisschen darüber sprechen, welches Zubehör ich für die Hochdruckreinigung benutze und warum, welches ich vielleicht auch nicht benutze und welches mein absolutes Lieblingsgadget ist. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist eine hohe Kompatibilität. Es gibt natürlich Hochdruckreinigerhersteller, die sind ultra spezialisiert, aber haben Anschluss. Den gibt es nur genau einmal und jedes Zubehör muss ich entweder von dem Hersteller kaufen oder umbauen. Das gefällt mir bei den AWA-Produkten ganz gut. Das ist der klassische Bajonettverschluss, wie man ihn zum Beispiel auch von Kärcher Hochdruckreinigern kennt. Das hat natürlich dann zwei Vorteile. Nummer eins, ich kann Kärcher-Zubehör an AWA-Reinigern verwenden und kann AWA-Zubehör an Kärcher-Reinigern verwenden. Und das einfach Plug and Play, ohne Umbau, ohne Schrauben. Das finde ich schon mal sehr gut. Als nächstes hat AWA schon eine extrem breite Palette an Hochdruckreiniger-Zubehör auf dem Markt. Da gibt es alle möglichen Sachen, auch über Terrassenreiniger, Fassadenreiniger, irgendwelche Spezialreiniger für die Haus- und Hofanwendung. Aber auch für den Autopflegebereich ist da schon eine ganze Menge mit bei. Und man merkt, dass sich einfach jemand einen Kopf gemacht hat, was brauchen Detailer oder auch Autowäscher. Und da sind so ein paar Sachen bei, die möchte ich jetzt hier mal durchsprechen. So die üblichsten Sachen, die auch teilweise schon mitgeliefert werden oder die man dazu kaufen kann, wie ob ich sie für sinnvoll halte oder nicht und was mir besonders gut gefällt. Das ganze Zubehör, was ich euch hier zeige, könnt ihr alles einzeln oder in Sets kaufen oder aber die Hochdruckreiniger in M, L und XL Sets kaufen. Da sind dann verschiedene Sachen mit bei. Lest einfach bei dem jeweiligen Produkt mal nach, was da schon mit bei ist. Wir fangen gleich mal an mit den Standarddüsen. Die sind meistens schon bei einem Gerät bei. Zumindest diese Vario-Düse hier, die lässt sich auf 3 verschiedene Einstellungen verstellen. Wir haben, wenn wir sie von mir aus jetzt gesehen ganz nach rechts drehen, haben wir einen sehr flachen, auch harten Strahl. Also nicht so weit gefächert, auch sehr punktuell hart, womit man auch mal an unempfindlichen Oberflächen wirklich richtig Druck geben kann und Schmutz entfernen kann. Hier muss man natürlich darauf aufpassen, wie nah gehe ich an die Oberfläche ran, um sie nicht zu zerstören. Da gibt es wieder den kleinen Trick. Macht mal einen Handtest, wenn ihr nicht gerade meterdicke Hornhaut habt. So nah wie ihr mit der Hand ran könnt, so nah könnt ihr in der Regel auch an den Lack. Für, sage ich mal, das allgemeine Abspülen und die meisten Einstellungen hat das Gerät oder hat die Düse einen sehr breiten Strahl, ist auch wirklich ein extrem breiter Strahl, so selten auf dem Markt bislang gesehen, gefällt mir wirklich gut für das Abspülen von normal verschmutzten Oberflächen. Abspülen ist ein gutes Stichwort. Es gibt auch eine Mittelstellung, da kommt ein bisschen aus beiden Düsen sozusagen raus und ich habe einen eher weichen Strahl, einen eher schwemmenden Strahl, mit dem ich das Auto auch ohne Schlauch und fließend Wasser gut abspülen kann. Sonst noch dabei sind verschiedene Düsen mit verschiedenen festen Einstellungen. Hier steht immer der Abstrahlwinkel drauf. Den gibt es auch im Zubehör mit 0 Grad, also wirklich nur ein Punkt. 15, 40, also verschiedenen Abstrahlwinkeln. Also das, was diese Vario-Düse in einem macht. Hier als einzelne Düse. Und kennen wir auch von vielen die Turbo-Düse, also die Fräse, die so ein Tornado erzeugt und wirklich richtig Dampf hat. Außer vielleicht mal bei ein paar demontierten ollen Felgen hat sowas am Auto eher weniger verloren. Ist aber ein nützliches Zubehör für die Bodenreinigung zum Beispiel. Die geilste Düse der Welt nutzt mir nichts ohne eine vernünftige Hochdruckpistole. Und da gibt es verschiedene, je nach AWA-Modell. Das ist jetzt die vom Go. Alle haben gemein, dass sie Zero-Force-Pistolen sind. Also man braucht wirklich wenig Kraft, um den Trigger hier zu ziehen. Es ist auch wirklich einfach, das die ganze Zeit zu halten. Das unterscheidet das Gerät wirklich sehr von unserem Kränzle. Da ist halt wirklich viel Druck im Abzug und nach einer Zeit merkt man wirklich die Oberarmmuskeln. Den haben wir jetzt jahrelang im Einsatz und da kann ich sagen, das ist hier wirklich sehr angenehm gestaltet. Ich habe auch hier auf der Unterseite eine Sperre, ne? Also dass der Trigger nicht aus Versehen mal, wenn ich mal nachgucken will, ist hier noch alles da, mir ins Gesicht spritzt. Das ist natürlich Quatsch, aber generell, wenn man den halt greift, irgendwo anhängt, das ist ganz praktisch, wenn er gesperrt ist, dass man den nicht aus Versehen auflöst. Generell kann ich euch dann mal zeigen, der Bajonettverschluss kennt, wie gesagt, jeder Kärcher-Benutzer auch, wird hier einfach eingesetzt, mit ein bisschen Druck gedreht und kann dann hier oben durch Drehen der Manschette arretiert werden und rutscht dann auch nicht aus Versehen raus. Und das gefällt mir auch wirklich cool, dass ich diesen Anschluss ohne Umbaumaßnahmen, ohne Zwischenbau auch direkt an der Pistole, also als kurzen Griff oder aber auch mit dem auch mitgelieferten langen Griff montieren kann. Und generell finde ich wirklich cool, dass die Düsen an alle möglichen Griffstücke montiert werden. Also ich kann jetzt hier oben an dem langen Griff alle meine Düsen montieren und später an der Flexilanze zeige ich euch auch gleich auch alle meine Düsen montieren. Deswegen kommen wir auch gleich zum nächsten Zubehör. Das hier die Zoom-Lanze, die ist auch standardmäßig mit bei. Die hat Zoom deswegen, weil man sie in der Länge verstellen kann. Dafür habe ich hier einen Knopf und nicht wie ich ziehen wie ein Idiot, dann den Hersteller anrufen und sagen, hey, deine Lanze ist kaputt, sondern ziehen, drehen, ziehen, drücken, drehen, ziehen. Also nochmal drücken, drehen, ziehen.
Und dann habe ich hier eine Zoomlanze, die auch ausziehbar ist und je nach Bedarf auch quasi fast stufenlos, also in diesen kleinen Rasten hier eingestellt werden kann. Und hier oben kann ich mir, wie gesagt, alle meine Aufsätze draufpacken. Auch mein nächstes Tool, essentiell für Fahrzeugaufbereiter, die Schaumlanze. Auch die kann ich entweder direkt als kurzes Tool, also als kurzes Gerät, oder auch, jetzt habe ich sie falsch rum montiert, oder auch als langes Gerät, wenn ich wirklich mal ein großes Fahrzeug habe, verwenden. Und in Kombination mit dieser Zoomlanze geht das hier wirklich ganz lang. Also da habe ich hier wirklich eine Menge Platz, auch wenn ich mal einen Bus wasche. Noch kurz zur Schaumlanze. Es ist eine gute Schaumlanze, die gefällt mir soweit ganz gut, hat 700 Milliliter Füllvolumen. Bei dem Spitzenmodell, zu dem wir auch bald kommen, ist es 1 Liter, also da passt ein bisschen mehr rein. Generell ist es alles aus Kunststoff gearbeitet, auch das Gewinde hier drin ist aus Kunststoff. Muss man mal gucken, wie lange es hält. Ich konnte jetzt noch nicht feststellen, dass ich durch Reindrehen mir irgendwie das Gewinde hier zerfresse, also scheint erstmal zu funktionieren, aber generell natürlich Messing ist da unempfindlicher, aber Messing reagiert auch gerne mal auf Reiniger und das kennt bestimmt auch der eine oder andere, dass das Messinggewinde im Kopf dann das Kunststoffgewinde auf der Flasche schon mal zerfressen hat. Ist mir auf jeden Fall schon öfter mal passiert. Witziges Gadget hier, ich habe hier so eine Smiley-Einstellung mit einem beeindruckten Smiley für die stärkste Reinigerkonzentration und einem lachenden Smiley für die geringere. Ich habe hier eine sehr weite Verdünnungseinstellung, leider ohne Angabe einer Verdünnung. Das muss man dann selbst herausfinden, wie diese Schaumlanze verdünnt. Dazu gibt es aber auch bald ein Video von uns, wie ihr da vorgehen könnt. Aber generell wäre es natürlich noch mal schön und wünschenswert, wenn hier irgendwie zumindest eine grobe Richtung, was sind die Extreme drauf sind, damit ich halt weiß, okay, von bis kann diese Schaumlanze verdünnen. Und das soll jetzt aber kommen. Hier ist nur eine Skala drauf, aber es ist auch geplant, dass hier auch noch mal eine Verdünnungsskala mit drauf kommt, sodass man dann auch gleich im Mischbehälter mischen kann und ja, dann ready to go ist und gleich loslegen kann. Jetzt kommt hier die kleine Giraffe, Flexi-Lanze. Das Schöne ist, sie lässt sich nämlich hier oben durch den Griff verstellen. Aber man hat auch bei der Länge auch eine gute Gewalt darüber, wenn man die jetzt fürs Dach benutzt und zur Seite ausstreckt, dass einem die Lanze nicht wie so ein Irrer nach oben wegfliegt. Und auch hier, selbst hier drin könnte ich, macht jetzt nicht so viel Sinn, aber selbst hier drin könnte ich, wenn ich wollte, die Schaumlanze montieren und hätte dann ja, eine Schaumlanze zum Beispiel, mit der ich den Unterboden waschen kann. Also wenn ich den Unterboden einschäumen kann, kann ich dann hier die Schraube lose drehen, mir den Winkel einstellen und könnte dann damit sogar den Unterboden einschäumen. Also es ist schon ganz cool, deswegen wirklich sehr variabel, dass die Lanzen selber keine Köpfe vorne haben, sondern ich alles reinschrauben kann. Selbst bei der Flexi-Lanze, die wirkt auch wirklich sehr hochwertig, muss ich sagen. Also sehr stabil in allem, das ist hier alles massiv gefertigt, auch der Kunststoff ist nicht so billig und wie gesagt, gefällt mir soweit sehr gut. Sehr weit einsetzbar für Dächer, für Unterböden, für Radkästen hat man da einfach eine gute Flexibilität und kommt überall gut ran. Den Kollegen habt ihr in unserem anderen Video schon gesehen, einen Ansaugschlauch für die Hochdruckreiniger, damit ich eben Wasser nicht nur aus der Leitung, sondern auch aus Regentonnen, Kanistern oder anderen Behältern nehmen kann. Hat auf der einen Seite einen klassischen Gartenschlauchanschluss und auf der anderen Seite einen kleinen Filter, damit man, wenn man Partikel ansaugt, diese nicht in den Hochdruckreiniger saugt. Kommen wir noch zu einem Tool, was ich, ja, muss ich ehrlich sagen, unnötig finde. Es gefällt mir nicht so gut. Eine Felgenreinigungsbürste. Ich hätte es ganz witzig gefunden, wenn der Hochdruck hier überall aus den Seiten rausgekommen wäre, sodass man beim Putzen quasi mit einem mittleren Druck gleich ausspülen kann. Man hätte eine schöne Schonung gehabt, man würde den Dreck gleich wegspülen. Felgen würden nicht antrocknen. Ist leider nicht der Fall. Es kommt nur vorne ein starker Sprühstahl raus. Die Borsten sind auch relativ hart. Also vielleicht irgendwie für eine schnelle Bus- oder LKW-Wäsche, aber für die Autowäsche finde ich sie persönlich nicht so optimal. Muss jeder selber wissen, aber das ist ein Tool, was mir jetzt nicht so gefällt. Gibt es aber auch als Zubehör, deswegen wollte ich es mal gezeigt haben. Noch ein Tool, was ich ganz cool finde, ist dieser Mikrofaser-Mop. Also im Endeffekt eine Waschbürste, also Mikrofaserbesatz auf einem Aufsatz, wo Wasser durchläuft. Das heißt, man hat wirklich beim Arbeiten, man kann gleich die Pistole aktivieren, man kann auch den kurz oder lang benutzen, auch auf den ganzen anderen Lanzen drauf und kann beim Waschen gleich ausspülen. Ich muss sagen, das hat echt gut funktioniert. Also selbst unten im dreckigen Schwellerbereich war der Handschuh danach nicht dreckig. Finde ich wirklich, kann man machen. Es ist ein bisschen klobig, also man kommt nicht so gut überall ran, man muss noch mal nachwaschen, aber wenn man wirklich eine richtig schmutzige Kiste hat oder einfach ein riesengroßes Auto, ist es ein schönes Hilfsmittel. Auf zwei Dinge würde ich achten. Ich würde darauf gucken, dass diese Kordel hier drüber ist, damit die nicht auf dem Lack hängt beim Waschen. Und
welchen Besatz ich halt verwende, weil es gibt hier 3 verschiedene, die sind hier in so einem Mischpack oder man kann sie auch einzeln kaufen im 3er- oder 4er-Pack, glaube ich. Das sind einmal so kurze Chenilfasern, wie sie halt hier drauf sind. Dann einmal so eine typische Waschhandschuhfaser, die gefällt mir übrigens sehr gut. Nochmal eine Chenilfaser und eine glatte Faser. Weiß nicht, ob die eher für die Fensterreinigung oder so geeignet ist. Die sehe ich jetzt nicht so sehr bei der Autowäsche. Aber die anderen beiden, also für sehr schmutzige Oberflächen kann man so ein Chenil hier nehmen, aber auch so für die Wäsche. Diese Mikrofaser hat wirklich super funktioniert. Also das fand ich echt überraschend gut. Ich dachte, das ist so ein bisschen Spielerei, ganz nett gedacht, aber es hat funktioniert. Klar, man ist jetzt nicht unbedingt schneller, aber die Wäsche ist auf jeden Fall schon, gerade wenn man zwischendurch in einem Eimer noch zusätzlich ausspült und damit nochmal eventuelle Schmutzpartikel entfernt. Wobei ich, wie gesagt, nochmal wiederholen möchte, bei der Wäsche habe ich keinen Schmutz in der Bürste gesehen, egal ob ich das Dach, die Haube oder selbst die Schwellerunterkante gewaschen habe. Hat mir wirklich gut gefallen. Ergänzend dann dazu, vielleicht als Null-Eimer-Wäsche sozusagen oder aber um die Schonung noch mal ein bisschen zu erhöhen, kommt man eine Etage tiefer, gucken wir uns noch mal den AVA-Eimer an. Denn hier hat AVA nicht einfach nur einen runden Eimer designt, bestimmt zum einen, weil das halt vielleicht ein bisschen knapp geworden wäre im Eimer, wobei so groß ist der Durchmesser nicht, aber vor allen Dingen sind da auch so 1, 2 Ideen hinter. Ich habe einmal einen Deckel, falls ich den Eimer mit Wasser mitnehmen möchte. Und der Eimer hat halt so eine geschwungene Form. Die Idee dahinter ist, ich nehme mal kurz das Sieb raus, lege es mal zur Seite. Ihr seht, wir haben den auch schon mal benutzt, der ist noch nass. Die Idee dahinter ist, dass durch diese Form das Wasser sich nicht die ganze Zeit im Kreis wie so ein Strudel hochsaugt und der Dreck dadurch nach oben gezogen wird, sondern hier immer wieder gebremst wird und der Dreck unten drunter bleibt. Passend dazu gibt es ein Sieb, ähnlich wie ein Gridguard, aber ein bisschen verjüngt nach innen, ne, damit der Dreck besser gefangen bleibt. Und wirklich eine Sache, die ich echt cool finde, wenn man das hier so zusammenklappt, ich stelle es mal rein, dann zeige ich es euch nochmal. Moment. Also wenn man das so zusammenklappt und einmal umdreht, kann man das hier einhaken und dann habe ich einen Flaschenhalter. Das heißt, wenn ich den einmal mal mitnehme, zusammen mit ein paar Reinigern und Shampoos, kann ich die hier reinstellen und habe gleich eine ordentliche Organisation. Und wenn ich dann an die Waschbox gehe und anfange zu waschen oder wenn ich generell anfange zu waschen, einmal umgedreht und ich habe einen Gridguard. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, was ich ein bisschen merkwürdig fand, muss ich sagen, der ist mit hochgeschwommen. Also kann sein, dass der hier nicht richtig festgeklemmt war, aber der ist so ein bisschen mit aufgeschwommen beim Waschen, kam so ein bisschen mit hoch. Aber ja, woran es lag, weiß ich nicht. Und noch eine Sache, die mir gut gefällt, ich habe 2 Skalen. Ich habe hier einmal oder vor allen Dingen, ich habe hier eine innenliegende Skala. Das heißt, ich muss nicht immer außen gucken am Eimer, wo ist jetzt mein Wasser, sondern kann beim Befüllen auch sehen, wie viel Wasser jetzt drin ist, was gerade bei Autowascheimern eher selten ist. Klar, Liter, US-Gallon ist auch soweit nicht ungewöhnlich. Und hier habe ich, glaube ich, noch eine Deziliter, okay. Habe ich hier auch noch eine Skala? Nee, Deziliter haben wir noch. Finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee. Von der Kapazität ungefähr 15 Liter, ist ähnlich wie bei so einem Gridguard-Eimer. Kann man bis dahin gut auch noch tragen. Gefällt mir auch ganz gut mit diesem stabilen Griff. Und bis 100 Kilo stabil, glaube ich. Also ich glaube, es waren 100 Kilo, hier steht es, glaube ich, drauf. Nö, steht hier nicht drauf. War auf jeden Fall sehr stabil, aber man kann drauf. Doch, 100 Kilo. Bis zu 100 Kilo, das heißt, ich kann den auch mal zumachen. Wenn ich mal ein großes Auto wasche, mich hier oben drauf stellen, machen wir einfach mal. Entweder breche ich mir jetzt alles oder es hält tatsächlich. Und selbst wenn ich hier so ein bisschen drauf rumwackel, passiert dem Eimer gar nichts. Er verrutscht auch nicht und das liegt auch an was Durchdachten. Nämlich hier unten ist auch so eine Riffelstruktur, die sich halt wirklich in den Boden so ein bisschen krallt. Also generell muss ich sagen, alles an Zubehör ist ziemlich durchdacht. Also bei AVA hat man sich echt einen Kopf gemacht, dass alles irgendwie gut zusammenpasst und nicht einfach irgendwas auf den Markt geschmissen. Komm, Wascheimer brauchen wir noch, hauen wir mal raus, sondern hat sich wirklich einen Kopf gemacht, was können wir machen. Von daher gefällt mir, würde ich sagen, ganz gut. Ja, das wäre so mein Rundumblick fürs Zubehör. Und bevor ich es jetzt auflöse, kannst du ja mal kurz Stopp drücken und mal raten, welches von diesen Tools mein Lieblingsgadget ist. Richtig geraten oder auch nicht. Es ist die Flexilanze. Hier habe ich jetzt auch mal den Mob ran gemacht, weil selbst da, wenn man jetzt mal ein großes Auto wie ein Transporter oder einen Bus wäscht, kann man auch gut das Dach damit waschen, kommt damit gut an, dadurch, dass man den auch so ein bisschen ankippen kann. Ist jetzt nicht zwingend in der Kombination, aber unabhängig davon muss ich sagen, die Flexilanze gefällt mir wirklich sehr gut, weil sie einfach viele Tools ersetzt. Ich brauche nicht eine extra Unterbodenlanze, ich muss nicht dauernd umstecken, sondern ich kann damit theoretisch auch das ganze Auto abspülen. Mindestens aber das Dach und den Unterboden und die Radkästen. Deswegen ist das, würde ich sagen, aktuell mein Lieblingstool. Klar, eine Schaumlanze ist auch immer dabei, aber das ist ja schon ein Klassiker, das wäre fast zu langweilig gewesen.
In diesem Sinne, ich hoffe, die Vorstellung hat dir gefallen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachmachen. Schau dich einfach mal durch und denk dran, das ist wirklich universell einsetzbar. Du kriegst auch viele andere Zubehörsachen, die da ranpassen und kannst das auch für andere Geräte verwenden. Von daher finde ich wirklich vernünftig. Gibt auch noch zahlreiches anderes Zubehör. Das jetzt alles vorzustellen, würde den Rahmen sprengen. Deswegen jetzt mal eine kleine Auswahl von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.